Herzlich willkommen, Signature at Work. Heute lassen wir quasi die Bombe platzen. Wir haben ja immer ein bisschen angeteasert, was passiert, was machen wir noch mehr in Zukunft. Die Bombe wartet nämlich schon draussen. Also, jetzt ist der Moment gekommen. Ralf, das ist quasi unsere Bombe. Wir bleiben natürlich im Zweitakt treu und der alte Gefährt, also ab sofort Vespa. Der Ralf Polak, er ist ein sehr bekanntes Gesicht in der Vespa-Szene. Erzähl mal schnell etwas über dich und dann gehen wir nachher ein bisschen auf die Gefährt ein. Also ich habe mit 17 meine erste Vespa gekauft. Das war in den 1980er Jahren. Dort ist im Kino Quadrophenia gelaufen. Da hat es mich gepackt. Da habe ich gewusst, das muss ich auch haben. Und mit 17 habe ich dann eine gefunden. Das ist eben die blaue, die dort oben steht. Das ist meine erste Vespa. Die habe ich dann in der Garage vom Vater auseinandergenommen und lackieren lassen und Motor revidiert. Und schraubt man da und dort. Ich konnte dann relativ schnell von den Nachbarn eine Doppelgarage haben, die nicht gebraucht wurde. Ja. Und dann ist dort meine erste Vespa-Werkstatt entstanden. Die erste Generation Vespa, die habe ich immer am coolsten gefunden. Ja. Das ist 61er da, wenn ich im Moment viel fahre. Ja. Aber dort schlägt mein Herz immer noch am höchsten. Ja. Wenn ich so die Ur-Vespa sehe, mit dem grossen, breiten Füdli, mit dem Rohrlenker, mit der Lampe auf dem Kotflügel, das ist schon... Dann passiert etwas. Das ist schon das Coolste. Es war ein riesiger Rollerboom nach dem Krieg. Alle haben Roller gebaut. Es hat Maiko gegeben, es hat Lambretta gegeben, Heinkel Roller, Zündabella, es hört nicht auf. Aus dem heraus sind dann auch die Rollermobile entstanden. Oder? Eben so Messerschmitt-Kabinenroller, Isetta, Heinkel, Gocco-Mobil, das finde ich alles auch hure cool. Ja. Einfach so klein. Viele haben ja auch noch Zweitaktmotoren. Und dann klar in Italien die Dreirad, oder? Die Ape und die Lambro. Und heutzutage, wo wir ja nur noch möglichst gross, möglichst fett, finde ich es umso cooler, mit so kleinem Zeug rumfahren. Angefangen habe ich mit Restaurieren, Motorrevisionen, aber nur Original. Und von über 10 Jahren hat mich irgendwann mal das Tuning gepackt. Da wollte ich auch das mal wissen. Was ja die letzten Jahre auch ganz starkes Thema geworden ist ja nicht mehr das klassische Restaurieren mit Neulack, sondern halt entweder eine schöne Patina erhalten oder ein Fahrzeug statt neu lackieren, patinieren. Ja. Also in diesen Themen habe ich mich die letzten 10 Jahre ziemlich stark bewegt. Also ich tue nicht selber lackieren, aber ich habe doch ein Netzwerk von Leuten, wo ich weiss, der kann mir etwas nachpatinieren, passend zu einem bestehenden Fahrzeug. Also, oder komplett. Ihr seht es, da hinten steht ein Ape, es sind diverse Vespas rum. Und am besten erzählt euch jetzt der Ralf, passt gut auf, was bieten wir alles an. Das ist für euch noch wichtig zu wissen. Natürlich werden wir dann auch die Homepage und alles noch anpassen. Ab 25. also ab der Eröffnung ist es offiziell, könnt ihr eure Vespa bringen, ab Ende Mai. Ralf, erzähl doch gerade mal, das bringt nichts, wenn ich da irgendwie mit meinem Halbwissen etwas anmurmle. Im Prinzip zum Thema Vespa machen wir alles. Service, Reparaturen, Unterhalt, MFK-Bereitstellung, Import. Mittlerweile kommen sie von der ganzen Welt in die Schweiz. Das ist nicht immer ganz einfach, die Fahrzeuge in der Schweiz zuzulassen. Auch da habe ich Know-how, Beziehungen, ich kenne die Experten, ich weiss, wie das auf dem Amt ungefähr läuft. Wir machen alles, was handgeschaltet ist. Also die klassische Vespa mit Handschaltung, das war am Schluss noch PX, die haben es bis 2015 gebaut. Und das Automatikmodell, das ist nicht so unser Thema, die machen wir eigentlich nicht. Eben, es hat Lambretta gegeben, ich habe selber privat 2 Lambretta, auch da habe ich viel Wissen, viel Know-how, ich habe auch viele Spezialwerkzeuge, das können wir vielleicht auch mal noch zeigen. Es hat eine riesige Wand voller Werkzeuge, die ich die letzten 30 Jahre zusammengesammelt habe. Auch bei der Lambretta können wir alles machen. Motorenmässig eine saubere Instandstellung, komplett original, umbauen auf elektronische Zündung, bessere Vergaser, bessere Auspuffe bis zu Leistungsoptimierung. Wir haben einen hauseigenen Prüfstand, an der Eröffnung ist der in Betrieb. Und dann eigentlich das letzte Thema, das sind eben so Dreirad, oder? Das sind AP. Ich selber habe mehrere Messerschmitt-Kabinenroller.
Da sind wir jetzt im Moment auch für einen Kunden einen Motor komplett am Überholen. Ich musste ein Getriebe suchen, wir tauschen die Kurbelwellen austauschen gegen eine modernere, eine bessere Kurbelwelle etc. pp. Alles, was mit Zweitaktmotor funktioniert, schraube ich dran. Da habe ich wirklich keine Berührungsängste. Kernthema ist sicher Vespa, Lambretta, AP3-Räder und Messerschmitt-Kabinenroller. Thema Tuning optimieren. Wie zum Beispiel in Glemse-Guanaman gibt es ja auch ein Rennen, eine Kategorie nur Vespa. Das ist jenseits, also wie das Zeug abgeht, das ist wirklich brachial. Das hat nicht viel Gewicht, aber da holt man eine Leistung raus, extrem. Was ist da so machbar oder was kann man machen? Gibt es ein legales Tuning oder ist wirklich alles nur für die Rennstrecke gedacht? Nein, es gibt schon legale Sachen. Es ist natürlich ein bisschen jahrgangsabhängig, je älter, umso einfacher. Grundsätzlich eintragen kann man nichts in der Schweiz, wenn man Kubik erhöht. Zum Beispiel, ich habe jetzt nur einen 125er Ausweis und mache einen 150er oder einen 177er Zylinder drauf. Habe ich ein Problem, weil ich schon nur den Führerschein nicht habe. Was man zum Beispiel im legalen Bereich machen kann, da tut man Kubik sein lassen, aber man kann zum Beispiel Kanäle optimieren. Man kann den Auslass grösser machen und die Auslasssteuerzeiten verlängern. Man kann Köpfe montieren mit mehr Verdichtung, weil das Benzin von 40, 50 Jahren hat viel weniger Oktan gehabt und um die Motoren langlebig zu machen, haben sie auch relativ wenig Verdichtung. Heute kannst du mit viel höherer Verdichtung fahren. Die Benzin können das verarbeiten. Also man kann einen Kopf drauf machen mit mehr Verdichtung, mit einem optimierten Brennraum. Das habe ich auch schon mehrmals gemacht. Das ist erstaunlich, was man da rausholt. Oder? Und da, solange man eigentlich Kubik nicht verändert, bleibt man da ganz sicher in einem legalen Rahmen. Aber eben, was du in Glemsegg gesehen hast, es ist natürlich brachial mittlerweile. Man kann in Italien BFA 305 Kubikmotoren mit 50, 60 PS. Das kann man kaufen. Man kann es als Bausatz kaufen. Ja, es gibt auch so Typen, da kannst du einen kompletten Motor bestellen. Du musst ein paar Scheinchen anschicken, das ist nicht bescheiden. Aber was du bekommst dafür, ist brachial. Ja. Aber das Feedback aus den Szenen ist wirklich, es ist auf der Straße gar nicht. Es ist zu viel. Es macht gar keinen Spass mehr. Also auch die, die das in Deutschland können legal eintragen lassen, die meisten bauen es nach 2-3 Saisons wieder raus und ja, du bist nur auf dem Hinterrad unterwegs. Ja. Zweitakt-Tuning hat sich nochmal extrem entwickelt. Also da hat man die letzten 20 Jahre nochmal richtig Know-how generiert. Möglich ist mega viel, wir haben es jetzt gerade gehört, also das ist jenseits. Und passt einfach auf, es ist immer nur gedacht, zum an Rennen teilnehmen etc. bis auf die paar kleinen Sachen. Aber natürlich, das Machen ist ja nicht das, was verboten ist, sondern das Fahren auf der Straße. Da haben wir einfach schnell deutlich noch erwähnen. Ja. Also gut, jetzt genug. Eben, machbar ist vieles. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt schnell den traumhaft schönen, komplett restaurierten Messerschmitt anschauen. Der steht übrigens nachher auch im Museum. Gut, ja. Uta, bist du ready? Aber sowas. Ja, es scheint sogar die Sonne. Ja, das ist super. Herrlich. Ja? Wir prahlen ja gross mit unseren 1500 Quadratmeter überdachter Fläche. Also wir haben einmal die Halle mit etwa 800 Quadratmeter. Wir haben hier den ganzen Platz, der überdacht ist. Unter dem Platz und in der Schür hier hat es überdachte Mofa- und Vespa-Parkplätze. Also falls es schlecht Wetter ist, am 25. habe ich einfach noch mal schnell loswerden. Da ist das schöne Stück. Da hat man mal einen Grössenvergleich. Es ist einfach wirklich nur noch geil. Es ist nur noch geil und der ist natürlich à la Ralf ins Detail perfekt restauriert. Messerschmitt ist eigentlich wie Vespa auch ein Bubentraum. Das ist wirklich, als ich ein Kind war, sind die auf der Straße noch zu sehen. Und das hat mich schon dort fasziniert. Irgendwann 1999 habe ich den Messerschmitt gefunden. Dann habe ich den so Hepp-Klepp fahrbereit gemacht, weil ich dort mit einem anderen Kollegen, der einen BMW Zeta hatte, mit dem finnischen Kleinwagenclub als Nordcup gefahren. Und dann war wirklich Zeit, um ihn komplett zu restaurieren. Es ist mein Seelenstück. Ich hatte dort natürlich unendlich Zeit. Ich habe jedes Schräubchen, jedes Detail, ich habe ihn komplett durchrestauriert. Original. Das Beste ist eben,
Du kannst den Sitz vorklappen. Ja. Und zum Aussteigen tust du den Sitz wieder hinterher klappen, weißt Und, Voilà. gut, du passest aber schon rein, oder? Ja, sicher. Früher hatten wir noch geraucht. Hat es durch einen Aschenbecher. Aber halt in Aber- der kleinen Kabine noch rauchen, oder? Das ist Ja, das war einfach eine andere Zeit gewesen. Weil es ein Zweitaktmotor ist, kann man ihn ja rückwärts laufen lassen. Zum Rückwärtsfahren stellt man den Motor ab und dann hat es da einen Umschalter. Man hört das Relais. Geil. Und dann lässt man den Motor rückwärts laufen. Er hat 2 Unterbrecher. Er hat einen Vorwärtsunterbrecher und einen Rückwärtsunterbrecher. Geil. Also man hat 4 Rückwärtsgänge. Aber kannst du rückwärts genauso schnell fahren wie vorwärts? es ist wirklich eine Mutprobe. Mehr als im ersten Gang rückwärts fahren. Es ist extrem lustig. Also das ist die Heizung. Und heute auf dem Weg dahin hat es geregnet und dann hat man so natürlich sofort die Scheibe beschlagen. Darum, ich habe da einfach einen Kabelbinder, dann kann ich den da anklemmen und dann heizt es. Ich hatte mal einen Kunden, der ist im Winter gefahren. Der hat sich das Ding während dem Fahren da unten in die Hosen reingestopft. Und dann hat er schön warm gehabt beim Fahren. Also es funktioniert wirklich.